Heute wollen wir darüber sprechen, wie wir auf Instagram ein besseres Affiliate-Marketing betreiben können. Hallo, falls wir uns gerade erst treffen, mein Name ist Monja und in diesem Video möchte ich mit dir darüber reden, wie du auf Instagram mehr als einen Link hinterlegst, ganz ohne dafür zu bezahlen. Ja, es gibt ein Tool, das heißt Later.com, das habe ich in einem anderen Video auch schon mal vorgestellt. Ich verlinke das mal hier oben. In dem Video funktioniert das so. Also du bist bei Later.com angemeldet, du hast eine bestimmte Anzahl an Posts jeden Monat, die du nutzen kannst und auf Instagram eben posten kannst. Und du kannst es netterweise auch auf Facebook tun und auf Pinterest. Also du hast mehrere Möglichkeiten, darüber Werbung zu machen. Aber nur wenn du den bezahlten Plan hast, kannst du deine Bio spiegeln. Heißt, du kannst einen Link auf Instagram hinterlegen und dieser Link, der trifft auf deine LinkedIn-Bio, linkedin.bio/ und dann den Usernamen, den du wählst. Ja, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache von Later. Ne? Also man klickt da drauf und die komplette Bio, das komplette Instagram-Konto ist gespiegelt und du kannst jedes einzelne Bild, was du postest, verlinken. Was ist aber, wenn du das nicht mehr bezahlen kannst oder möchtest? Ja, dann ist ein Problem. Dann ist nämlich auch deine LinkedIn-Bio weg. Und in diesem Video möchte ich dir jetzt einmal zeigen, wie wir das zumindest umgehen können und das Ganze auf deine eigene Webseite auslagern können. So, jetzt switchen wir einmal an den Computer und zwar möchte ich dir jetzt zeigen, wie ich Later.com nutze und die LinkedIn-Bio einfach austausche. Also Later.com ist für 30 Posts im Monat kostenlos, zumindest zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos. Du musst natürlich immer nachgucken, wie das dann wirklich ist. Ich verlinke das in der Infobox und dann kannst du quasi 30 Posts auf Schedule setzen. Das heißt, du kannst genau sagen, wann das gepostet werden soll. Einmal am Tag, ne? Das ist ja auch schon mal eine schöne Sache und ja, für die Werbung eigentlich fast ausreichend. Also, jeden Tag ein Post, komplett kostenlos, wenn wir jetzt uns eine eigene LinkedIn-Bio anlegen. Und das machen wir jetzt in WordPress auf der Webseite und zwar mit Hilfe von Thrive Architect. Das ist ein Tool, das musst du leider Gottes auch einmal kaufen, aber das Gute ist, du musst keine Updates kaufen, es ist eine einmalige Gebühr, du bekommst Updates komplett kostenlos, also eigentlich eine super Angelegenheit. Ab an den Computer. So, ich bin jetzt hier einmal auf Instagram. Du siehst jetzt hier mein Instagram-Profil für meine andere Webseite für DigiDesign Resort. Und wenn du jetzt hier klickst, dann kommst du auf meine LinkedIn-Bio und du siehst, das ist komplett gespiegelt hier. Also alles, was ich verlinken wollte, ist hier dann eben verlinkt. Du siehst jetzt hier das Video, das zweite ist jetzt nicht verlinkt. Das ist aber so gedacht. Und ansonsten ist hier wirklich jedes Bild verlinkt. Jetzt habe ich den Link nicht, wenn ich das Ganze nicht kaufen möchte. Also dieses linkedin.bio/digidesignresort, das gibt es ja nicht. Aber ich kann ja auch jeden anderen beliebigen Link hier hinterlegen. Und das tue ich, indem ich eine eigene Seite erstelle. Ich bin jetzt also in WordPress unter Pages und jetzt mache ich Add New und benenne die einfach mal irgendwie. Das kann ich ja immer noch ändern. Und speichere das Ganze als Entwurf. Und wenn ich das getan habe, klicke ich jetzt hier mal auf Launch Thrive Architect und das öffnet sich in einem neuen Tab und dann habe ich hier auf der rechten Seite ein Pluszeichen. Vorher muss ich noch auswählen, dass ich eine ganz normale Seite haben will. Wenn ich das tue, dann ist jetzt hier mein vorher eingestelltes Hero Image. Ja, in dem Fall fordert es die Leute auf, sich in den Newsletter einzutragen. Ja, das ist doch immer ganz nett, deswegen lasse ich das natürlich gerne da. Und dann geht es weiter. Hier kann ich nämlich jetzt alles reinsetzen, was ich möchte und das mache ich hier mit dem Pluszeichen. Dann klicke ich einfach drauf und dann gibt es hier ganz viele verschiedene Elemente, die ich da einsetzen kann. Was ich jetzt brauche, ist dieses Columns. Das ziehe ich jetzt hier rein und wie auf Instagram sage ich jetzt, ich möchte 3 Stück davon haben. Also kannst du hier nochmal anschauen. Hier sind 3 Columns eingestellt und die möchte ich jetzt hier auch haben. Und dann möchte ich jetzt natürlich Bilder und einen Button drin haben. Also ich klicke jetzt einfach hier einmal auf
Bilder. Und jetzt wird das Ganze schon geladen. Ich habe eben schon aus meinem Instagram-Profil einfach was abfotografiert. Das heißt, ich habe das jetzt hier aufgemacht und habe dieses Bild einfach als Screenshot gemacht. Du kannst natürlich auch das Originalbild hochladen, was du dir vorher für Instagram überlegt hast. Ja, ich mache das mal wieder zu. Wir gehen zurück und ich setze das jetzt einfach mal ein, weil das war das erste. Und dann möchte ich darunter natürlich noch einen Button haben. Ich klicke wieder auf das Pluszeichen oben rechts, sage hier Button und ziehe das einfach darunter. Achtung, nicht hier ganz drunter, dann wird das unter dieser Column sein, sondern hier direkt unter dem Bild. Dann sieht das nämlich hübsch aus. Eigentlich sogar besser als im Original, weil hier direkt eine Aufforderung ist. Klick hier now. So. Also, jetzt muss ich mir noch den Link holen. Das heißt, ich gehe wieder in meine Link in Bio und klicke einfach mal hier auf das Bild drauf und dann kann ich mir hier den Link, wo ich die Leute eben hinschicken möchte, holen. Ja, und dann packe ich hier unter Target URL meine URL rein und sage Open Link in a New Tab. So, ich mache mal Save einmal, aber ich mache noch ein zweites Bild. Also noch einmal hier draufklicken, Bild reinziehen. Das zweite Bild, was ich hier verlinkt habe in meiner Bio, kann ich da noch reinziehen und ich kann einfach diesen Button hier einfach einmal kopieren. Das mache ich jetzt hier und dann ziehe ich den einfach hier rein. Achtung wieder, direkt hier unter dem Bild setzen und dann hole ich mir wieder den Link. Du siehst, das ist gar keine große Aktion und auch für Ungeübte, auch für Leute, die sich vielleicht nicht so gut mit der Programmierung auskennen, ist das überhaupt kein Problem. Es ist ein Drag and Drop im Prinzip. Also Command A, Command C. Ich setze das jetzt hier noch einmal ein. Natürlich ist jetzt hier die URL mitkopiert, die möchte ich ja jetzt nicht haben, sondern eine neue. Und jetzt kann ich hier so weiterverfahren. Ne? Wenn du jetzt mehr als 3 Bilder, hoffe ich doch, dass du mehr als 3 Bilder haben möchtest, dann gehst du hier einfach auf Kopieren, nämlich dieser ganzen Column, klicke ich hier auf Kopieren und das Ganze dupliziert sich hier wieder. Und jetzt kann ich natürlich weiter meine Bilder hier austauschen, wieder Links einbauen und somit so viele Links und Bilder in meine Bio einpacken, wie ich möchte. So, der letzte Schritt. Ich mache jetzt mal einmal Save und veröffentliche die Seite in WordPress. Also hier bin ich jetzt wieder in WordPress. Das ist bevor ich hier auf Launch Thrive Architect klicke. Ja, also nicht vergessen, hier einmal abspeichern und dann kann ich Thrive Architect zumachen und dann mache ich hier einfach Publish und öffne die Seite. Und sobald das geschehen ist, habe ich die URL, die ich ab jetzt bei Instagram reinpacke. Ne? Also hier, man kann ja natürlich einen schöneren Namen geben, ist klar, es muss nicht linkin.bio heißen. Auf jeden Fall kopiere ich mir jetzt einfach hier den Link und dann packe ich den in meine Instagram-Biografie und damit habe ich genau dasselbe wie later.com. Und ja, so nutze ich das kostenlose von Later und das von meiner Webseite und niemand kann mir meine gespiegelte Biografie nehmen. So kannst du Affiliate-Links unterbringen, haufenweise, oder sagen wir erstmal 30, ne? Aber theoretisch, wenn du dafür bezahlst, kannst du noch so viel mehr Affiliate-Links unterbringen und die auf Instagram posten. Ja, und nein, stimmt gar nicht. Du kannst natürlich auch hingehen und per Hand deine Bilder posten und die per Hand auf deine WordPress-Seite machen, das komplett kostenlos machen. Also du bist nie gezwungen dafür zu bezahlen, wenn du eine WordPress-Seite hast und wenn du Thrive Architect hast, weil damit ist das schön, einfach und angenehm zu erstellen. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Es ist fürchterlich hilfreich und spart dir richtig viel Geld jedes Jahr. Und du kannst damit ganz viele Affiliate-Links auf Instagram setzen. Ja, und dann hoffe ich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!